bitte begrüßt bei uns auf der Bühne Sven Kubin. Hallihallo, danke Basti. Schön, dass du da bist. Ja. Das ist dieses Live, ne? Hab ich mir mal sagen lassen. Aufregung, ne, wenn das Passwort nicht klappt und der Rechner sich nicht öffnet hier. Aber Gott sei Dank habt ihr vorher ein bisschen geredet. Ich habe gar nichts davon mitbekommen. Ich hatte einen guten Austausch mit Heino, der ja eine Menge zu erzählen hat. Den kennen wir auch noch von früher, habe ich gesehen. Ringfest habe ich früher Bescheid, ne? Und da trifft sich dann die Kollegenfront wieder. Ja, natürlich, das ist hier das Klassentreffen. Bin noch ein bisschen außer Atem. Durchpusten, genau. Komm mal auf der Bühne an, das ist auch wichtig, denn du machst ja jetzt quasi so den ersten Impuls mit deinem Vortrag und dann kommen gleich nochmal Gäste mit dazu, genau. Kann man jetzt schon mal sagen, die sich auch alle sehr gut mit dem Thema Licht auskennen und dann geht ihr da nochmal in den Austausch. Ja. Ich höre mir das Ganze, schaue mir das Ganze an, puste auch durch, krieg den Kopf ans nächste Panel und schön, dass ihr da seid. Danke dir, Basti. Dann lege ich einfach mal los. Herzlich willkommen. Schön, dass es noch geklappt hat. Das Thema Licht hat eine sehr mannigfaltige Bedeutung und geht es immer um den künstlerischen und den technischen Aspekt. Mittlerweile haben wir rausgekriegt, wir als die Branche, dass es auch noch andere Sachen gibt, die eventuell zum Tragen kommen. Und deshalb ist mein Vortrag heute unter dieser Überschrift, wie schaffen wir das, unser Auge kaputt zu machen? Ja, das klingt provokativ und das soll es auch sein. Denn letztendlich brauchen wir, ähnlich wie wir es vor 20 Jahren schon beim Ton hatten, irgendeinen Impuls, um unsere Netzhaut zu schädigen. Dazu müssen wir uns ein paar Dinge anschauen. Erstmal nämlich, was ist die Netzhaut überhaupt? Ne? Eine Tapete, wie es so schön heißt, innen im Auge mit diversen Zellen. Sie nimmt Lichtreize wahr. Wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, haben wir verschiedene Zellen. Die letzten Ganglienzellen, die tatsächlich Lichtreize für uns existenziell wahrnehmen, sind erst vor rund 20 Jahren entdeckt worden. Die altbekannten Zapfen und Stäbchen für das Farbsehen und das Nachtsehen sind schon lange bekannt. Und dann haben wir den Bereich der Fovea, der Bereich des schärfsten Sehens in der Netzhaut, da wo wir wirklich fokussiert Dinge auch erkennen können. Was ist Sehen? Sehen ist, wenn jetzt Licht in Form von elektromagnetischen Fällen auf eben dieser Netzhaut auftrifft. Und dann gibt es verschiedene Nervenimpulse, die dann im Gehirn zum Beispiel zu Bildern geformt werden. Und damit diese elektromagnetische Strahlung mit der Netzhaut zusammenkommt, müssen wir uns angucken, in welchem Bereich der Strahlung letztendlich das Auge reagiert. Und in der DIN 5031 wird gesagt, optische Strahlung ist alles zwischen 100 Nanometer und 1 Millimeter Wellenlänge. Die optische Strahlung dahingegen ist der Bereich des sichtbaren Lichts etwa zwischen 380 und 780 Nanometer. Hier ein bisschen anschaulicher gezeigt, rot der Bereich der optischen Strahlung und ein ganz, ganz kleiner, minimaler Bereich, das sichtbare Spektrum von UV bis Infrarot und dann über unsere bekannten Farben. Und jetzt trifft das eine auf das andere. Licht auf die Netzhaut in Form von elektromagnetischer Strahlung. Und das war eine Werbung, die jetzt im Frühjahr auftauchte in den Medien. Da sieht man auch schon mal gleich, das ist unsere Branche. Wir haben die Lampe direkt vor der Nase. Und diese optische Strahlung gelangt jetzt auf unsere Netzhaut. Und wenn man das Auge jetzt noch wieder ein bisschen näher sich anschaut, stellt man auch fest, dass tatsächlich nur das Sichtbare überhaupt bis zur Netzhaut gelangt. Ein Teil der Infrarotstrahlung kommt auch noch mit rein, aber UVA, B und C und die intensive IR, B und C-Strahlung kommt gar nicht an auf der Netzhaut. Das heißt, wenn wir unsere Netzhaut kaputt machen müssen, geht das hauptsächlich mit wirklich dem sichtbaren Licht. Nun gibt es Zäpfchen und Stäbchen, die auf verschiedene Farben oder Lichtimpulse reagieren. Dann haben wir aber auch noch verschiedene Wirkungsspektren in unserem Auge, wie wir Licht wahrnehmen. Die beiden wichtigsten für uns als Arbeitsschützer sind die hier dargestellten. Einmal die visuelle Wirkungsfunktion. Das ist das, was wir als Lichtwahrnehmung haben, mit dem Peak bei grün, Cyan etwa.
so ist zum Beispiel auch jedes Luxmeter geeicht, wenn es gut ist. Ne, das heißt, im weißen Bereich fokussiert auf diesen grünen Cyanbereich. Das Grüne ist die sogenannte nicht visuelle Wirkung. Die Wirkung, die erst seit 20 Jahren bekannt ist, unseren inneren Rhythmus steuert. Das zirkadiane System, zirkadian, ne, für etwa Tag. Ne, daher kommt dieser Name und daher weiß unser Körper, es ist etwa Tag, wenn Licht da ist, und es wird Nacht, wenn wenig Licht da ist. Viele Körperfunktionen werden gesteuert, und das ist aber bitte nicht das, was wir als Blaulichtgefährdung bezeichnen, sondern das ist etwas ganz anderes. Es ist zwar auch im sichtbaren Bereich, aber nicht als sichtbares Licht, sondern steuert den Rhythmus. Wenn man dazu näher wissen will, lade ich Sie und euch herzlich ein. Etwa 50 Meter in die Richtung ist unser Stand. Da gibt es diese Broschüre unter anderem, wo man das ganz genau nachlesen kann, was nicht visuelle Wirkungen auf den Menschen tatsächlich bewirkt. Zurück zu unseren Funktionen. Blau ist unsere Kurve des sichtbaren Bereichs, das sogenannte Lambda. Dann haben wir die Wirkungsfunktion nicht visuell. Und jetzt kommt es zu diesen Gefährdungsfunktionen. Um die Netzhaut kaputt zu machen, brauchen wir Licht im Dunkelblaubereich, etwa bei 430 Nanometer Peak. Davon spricht man dann von der Blue Light Hazard, Blaulichtgefährdung. Und dazu brauchen wir intensives dunkelblaues Licht. Eine andere Möglichkeit, im Auge Zerstörungen zu verursachen, ist über den gesamten Bereich des sichtbaren Lichts die sogenannte thermische Wirkung. Da werden keine Zellen chemisch zerstört, sondern die Netzhaut wird letztendlich stumpf verbrannt. Ja. Das geht innerhalb von Sekunden und auch noch schneller. Wir brauchen nur eine gewisse Temperaturerhöhung um ein paar Grad, um unsere Netzhaut dauerhaft zu schädigen. Da werden wir gleich noch darauf zurückkommen, wenn wir im zweiten Teil dieser Runde mit meinen sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen reden werden. Wenn wir uns jetzt mal die Quellen noch mal näher anschauen, dann sehen wir hier verschiedene Spektren von Bühnenscheinwerfern. Und wir sehen gerade beim LED-Bereich, ein ganz wichtiger Aspekt, es gibt keine UV-Strahlung bei den üblichen LED-Lampen und es gibt kein Infrarot. Ja, wenn wir also über thermische Zerstörung reden, dann reden wir wirklich über die Hitzeentwicklung aufgrund des sichtbaren Lichts, nicht aufgrund von Infrarotstrahlung. Infrarot haben wir intensiv im Halogenbereich, das sieht man hier, ne, das gibt es ja nun nur noch sehr, sehr selten. Im Xenonbereich haben wir Linienspektren mit viel Infrarot und natürlich auch bei den Entladungslampen. UV wiederum haben wir so gut wie gar nicht bei Halogenlampen, aber bei Xenon- und Hochdruckentladungslampen zu einem großen Anteil. Derer Strahlung sind wir aber schon vor Jahren habhaft geworden. Mit entsprechenden Filtern kann man dieses UV-Risiko komplett minimieren. Und wenn die Filter in Ordnung sind, passiert da auch nichts. Wenn wir also ganz kurz mal zusammenfassen, wir können die vorderen Augenmedien kaputt machen. Wir können die Netzhaut kaputt machen und wir können wieder die vorderen Augenmedien kaputt machen, je nachdem, in welchem Wellenlängenbereich wir sind. Für unsere Netzhaut bedeutet das, wir müssen im sichtbaren Bereich sein und wir haben zwei Möglichkeiten: photochemische Zerstörung der Zellen und die thermische Netzhautgefährdung, also das Verbrennen der Zellen. Seit bald 20 Jahren gibt es auch eine Richtlinie, die sich damit beschäftigt. Umgesetzt im deutschen Arbeitsschutz bei der Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung. Und dazu gibt es jede Menge technische Regeln. Das kann man sich alles downloaden, das ist auch kostenlos erhältlich. Und darin sind Grenzwerte definiert. Und ein möglicher Lösungsansatz für unsere Ursprungsfrage, wie kriegen wir die Netzhaut kaputt, ist, lasst uns diese Grenzwerte überschreiten. Jetzt kommt das erste Problem hier, wird man ein bisschen unsicher, was das bedeutet. Das sind die Grenzwertberechnungen in unseren technischen Regeln. Und wenn wir jetzt LB ist 10 hoch 6 durch T mal Watt durch Quadratmeter
und Stehradiant lesen, dann hilft uns das nicht wirklich weiter, weil das mit unseren ganzen technischen Maßen nicht zusammenhaut. Diese Grenzwerte müssen wir aber einhalten. Im Arbeitsschutz bzw. auch im Besucherschutz, wenn wir auch Besucher sozusagen leben lassen wollen, auch wenn es dafür keine Regeln gibt. Die Wurzel allen Übels zu dieser Regelung ist in Paragraph 3 niedergelegt. Wir sollen erstmal schauen, sind unsere Mitarbeitenden optischer Strahlung ausgesetzt, künstlicher optischer Strahlung. Und diese Frage ist eigentlich trivial. Ne? Also wenn man nicht gerade immer draußen arbeitet, ohne künstliche optische Strahlung, ist diese Frage eigentlich immer mit Ja zu beantworten. Und dadurch, dass wir von dieser künstlichen optischen Strahlung leben, dadurch, dass wir ja Bühnenlicht zaubern, Effekte bauen, Lichtszenen erarbeiten, haben wir sowohl für Techniker als auch für Darsteller und Mitwirkende ständig künstliche optische Strahlung am Arbeitsplatz. Das geht gar nicht anders. Und das Einzige, was nicht künstlich ist, tatsächlich definitionsgemäß, ist die Sonne. Das heißt, wenn wir nur draußen arbeiten, im Sonnenlicht, dann brauchen wir diese Regel nicht anzuwenden, weil wir keine künstliche optische Strahlung haben. Wenn das so ist, und dem ist ja so, dann müssen wir die Exposition ermitteln und bewerten. Wir müssen gucken, ob diese Grenzwerte, die ich eben angedeutet habe, überschritten werden, denn dann müssen wir Maßnahmen ergreifen. Woher kriegen wir die? Wortwörtlich abgeschrieben aus der Verordnung. Beim Hersteller oder Inverkehrbringer oder mit Hilfe anderes, ohne weiteres zugänglicher Quellen sollte man sich die beschaffen können. Auf Deutsch ist es eine Aufforderung zum Googlen letztendlich. Wie sinnvoll das wirklich ist, was man da findet, wage ich zu bezweifeln. Und selbst Hersteller, mit denen ich in gutem Kontakt bin, haben ganz oft auch ihre Mühe, wirklich sinnvolle Informationen zu beschaffen. Das liegt nicht nur daran, dass die Messverfahren sehr kompliziert sind, sondern auch, dass wir über intensive Strahlung reden, die so nicht einfach so gemessen werden kann. Und wenn ich an diesen Kollegentisch da denke, die kommen auch gleich noch zu mir auf die Bühne, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da haben Fabian und ich zum Beispiel auch schon tatsächlich zusammen gemessen und die ersten Messköpfe, das war dann vor Fabian-Zeit, haben wir tatsächlich verbrannt, bevor wir eine Messung hatten, weil die Intensivstrahlung so groß war, dass der Messkopf kaputt war, bevor wir eine Messung durchführen konnten. Das ist also nicht so ohne weiteres mit diesen zugänglichen Quellen machbar. Eine sinnvolle Lösung wäre, wenn es denn die gibt, auch Herstellerangaben einfach zu ignorieren. Das empfehle ich sowieso grundsätzlich, denn diese ganzen Bedienungsanleitungen sind viel zu umfangreich. Das sind teilweise ja 20, 30 Seiten und das Ganze mal 20, 30 Sprachen. Das will keiner lesen. Wenn man aber wirklich Schaden anrichten will, sollte man es lesen, weil dann weiß man genau, was man eben machen soll bzw. nicht machen soll. Hier zum Beispiel ein Protokoll eines Herstellers, der sagt Risikogruppe 2. Hier wird gesagt, mindestens 10 Minuten abkühlen lassen, Schweißer Schutzbrille der Abschwächung 4 bis 5 tragen. Das ist kein Grauglas mehr, das ist ein Schwarzglas. Da kann man nichts durchsehen, das ist fast Black Wrap. Dann gibt es auch Hersteller, die meinen es gut, reden aber über Dinge, die es nicht gibt. Zum Beispiel LED-Klassen gibt es nicht und auch die Klasse 2M gibt es nicht. Und so kommt man durch diesen Dschungel von allen möglichen Scheinwerfern, hier zum Beispiel auch mal Risikogruppe 0, angeblich keine Gefahr. Unter normalen Umständen keine Gefahr, liest man auch mal, Mindestabstand 1 Meter. Ne? Hier schön gestaffelt nach Entfernungen, mindestens 10 Meter Abstand, sonst wird es gefährlich. Und so geht es weiter. Ne? Man kann das beliebig fortführen. Hier sind wir schon bei 15 bis 18 Meter Mindestabstand. Hier sind wir bei 16 Meter. Hier variiert das auch, dieser Gefahrenbereich zwischen, bei dem D25, so ein ganz gängiger Scheinwerfer, 12 Meter. Wir benutzen ihn aber in der Regel genau bis 12 Meter. Ja, also in dem Bereich, wo die sagen, das ist der Gefahrenbereich. Hier sind wir bei 12 Metern. Hier nicht reinschauen.
Und das sind alles rauskopierte Dinge. Ne? Hier wird es interessant. Ja, wo setze ich diesen Scheinwerfer sinnvoll ein, um den Sicherheitsabstand von 225 Metern wirklich einzuhalten zwischen Scheinwerfer und Auge? Das sind schon etwas größere Messehallen. Ja. Und dann gibt es auch noch Scheinwerfer, die sagen sogar ausdrücklich, verwenden Sie das Gerät nicht, um Personen zu beleuchten. Und bitte nicht im Wohngebieten. Ja? Also wenn sowas in einem Manual drinsteht, da freut man sich doch. Da weiß man doch genau, was man machen muss, um wirklich die Netzhaut kaputt zu kriegen. Ja? Also ich empfehle diesen Scheinwerfer. Ja? Das Traurige daran ist, wenn man das Ganze wieder umdreht, dass das Ding tatsächlich auch im Rig bei 12 bis 15 Meter Höhe verwendet wird, um Bühnen zu beleuchten. Und da kommen wir in diesen Grenzbereich. Nun gibt es auch ganz viele Hersteller, die sagen gar nichts. Ja, was machen wir? Dann fangen wir an zu rechnen. Wir können wunderbar in der Photometrie arbeiten. Wir alle kennen das photometrische Entfernungsgesetz. Wir können so ein bisschen mit Lux und Lumen und so weiter rechnen. Hilft uns aber nicht weiter. Wir müssen in die Radiometrie. Da gibt es ähnliche Größen, die stehen hier immer darunter. Strahlungsfluss, Strahlstärke, Bestrahlungsstärke und Strahldichte. Und die sind nämlich abhängig von den Frequenzbereichen, um die es geht. Ein kleines Beispiel hier zur Erklärung. Wenn wir uns die ganz normale LED-Lampe weiß uns anschauen und sie bewerten mit einem Luxmeter, also mit unserem letztendlich klassischen V-Lambda-Bereich, dann ist der hohe blaue Peak sozusagen gar nicht da. Den misst das Gerät gar nicht. Wenn ich aber Blaulichtgefährdung ermitteln will, muss ich genau diesen Peak ermitteln. Das kann ich also mit einem Luxmeter demnach gar nicht fassen. Wiederum haben wir den ganzen Gelb-Rot-Bereich in der Blaulichtgefährdung nicht drin. Man kann es aber, wie man hier sieht, umrechnen. Das ist auch gar nicht so kompliziert. Auf den ersten Blick sieht es schlimmer aus, als es ist. Wir haben aber auch nur begrenzte Quellen, die Licht erzeugen. Hier die LED wieder, letztendlich Blaulichtfunktion mit der weißen LED, das bleibt übrig, der Rest ist weg. Und jetzt geht es darum, dass wir etwas haben, was strahlt und diese Strahlung kommt ins Auge. Das ist original aus der Hell's Physics, das Bild, um darzustellen, wie wichtig es ist, wie groß die Quelle ist im Vergleich zu meinem Blickwinkel. Es geht also nicht darum, wie eine Lampe sozusagen abstrahlt, wie groß der Abstrahlwinkel des Scheinwerfers ist, sondern wenn ich in eine Lampe gucke, wie hoch ist sozusagen der leuchtende Punkt in der Lampe. Ne? Und deswegen ist es mit der Beleuchtungsstärke auch extrem schwierig, weil wir kriegen die gleiche Beleuchtungsstärke oder identische Beleuchtungsstärke vor der Netzhaut, entweder mit einer großen oder mit einer kleinen Quelle. Das ist ungefährlich, das könnte gefährlich werden, weil die lokale Leuchtdichte deutlich höher wird, obwohl wir vor dem Auge dieselbe Beleuchtungsstärke haben. Das ist das Problem mit unserer Beleuchtungsstärke. Wenn wir uns jetzt Quellen anschauen, stellen wir aber fest, dass es typische Strahlungsanteile für diese drei Bereiche gibt, Infrarot, thermisch und auch Blaulicht, die erstaunlicherweise auch tendenziell je nach Technik gar nicht so weit auseinander liegen. Die Halogenlampe fällt so ein bisschen raus, ist aber auch natürlich für uns schon eher ein historisches Instrument. Bei Blaulicht sind wir in der Regel unabhängig von der Quelle immer bei 1,1 bis 1,2 Watt pro Kilolumen und bei der thermischen Netzhautgefährdung irgendwo zwischen 13 und 16. Man sieht aber auch hier, dass die LED nicht so böse ist, wie es immer heißt, sondern dass tatsächlich andere Leuchten deutlich schlimmer sein können. Wenn man das jetzt in unsere Formel einsetzt, aus der TROS, die Grenzwerte, die wir am Anfang hatten, diese komischen, sperrigen Formeln, dann kann man unabhängig von der Lampe die schlechtmöglichsten kritischen Leuchtdichten berechnen. Also das, was tatsächlich auftaucht, um zu bewerten, ob es für uns schlimm ist. Und wenn wir uns unsere beispielhaften Leuchtquellen anschauen, dann haben wir die maximalen Leuchtdichten technisch, die es überhaupt derzeit gibt, muss man sagen. Leuchtdichte an der Quelle, also direkt das, was wir messen können, wenn wir
die Quelle uns anschauen. Und wenn wir das in die Grenzwerte einsetzen, oben für Blaulicht und thermisch, dann stellen wir fest, dass wir in diesem kritischen Bereich tatsächlich im Blaulichtbereich 3333 Candela pro Quadratmillimeter benötigen, ab der es kritisch wird, ab dieser Grenze. Und im thermischen Bereich 50 bis 600 Candela pro Quadratmillimeter, was deutlich weniger ist. Das liegt an dieser miesen Formel, ich habe sie da nochmal stehen, mit diesem C-Alpha mal T hoch 0,25. Und das Alpha ist genau dieser Winkel, aus dem der Lichtpunkt erscheint, wenn wir reinschauen. Deshalb ist der Bereich auch so groß, von 50 bis 600. Um Blaulichtgefährdung abzuschätzen, geht es relativ einfach. Da gibt es jetzt auch von der BAUA eine Expositionszeitberechnung, eine Formel mit 3 Faktoren, die wir miteinander multiplizieren können. Das ist relativ easy. Und dann können wir abhängig von der Farbtemperatur umrechnen und kriegen eine maximale Expositionszeit raus. Und wenn wir die überschreiten, dann können wir es schaffen, die Netzhaut kaputt zu machen. Wenn wir Bühnenscheinwerfer benutzen, und da gebe ich jetzt auch gleich den Staffelstab weiter an die Kollegen, möchte ich nur noch ganz kurz 3 Sachen hinweisen. Wir haben als Arbeitsschützer immer verschiedene Maßnahmen nach dem sogenannten Stoppprinzip, die wir benutzen sollen. Am besten ist, wir substituieren die Gefahrenquelle, damit wir keinen Schaden haben. Das kann man zum Beispiel dadurch, dass man die Lampen ausschaltet oder gar nicht erst aufbaut. Ja, dann haben wir keine Gefährdung. Oder wir verwenden Herstellerinformationen, die tatsächlich verbindlich sind, ja, nach verschiedenen Rechtsquellen. Technisch können wir die Lösungen derart anbauen, dass wir die Blaulichtkurve zum Beispiel beim Blaulicht rausfiltern. Wir können einfach einen Filter bauen, der diesen ganzen gefährlichen Bereich der Blaulichtfunktion rausnimmt. Das bedeutet dann, dass wir alles in etwa gelb leuchten. Solange wir also gelb oder orange sind, haben wir keinen Blaulichtanteil. Es wird auf die Dauer vielleicht ein bisschen langweilig und es ist nicht das, was wir alles wollen, aber dann haben wir auch keine Gefahr. Oder wir machen das alles mal ein bisschen düsterer. Wir gehen runter auf unter 1000 Lux, dann sind wir auch nicht gefährlich, egal was die Quelle sagt. Organisatorisch können wir uns schenken, Lampe an oder Person auf der Bühne, das ist keine Lösung. Das Letzte, was wir noch machen können, um zumindest bei Proben und beim Aufbau zu schützen, ist, diese Brille zu verwenden. Ja. Wenn wir lange in ein Licht gucken, hilft uns das. Und man sieht es hier, schön amateurhaft fotografiert, einmal mit Brille. Alles ist weg, was Gefährdung macht im Blaulichtbereich. Wen das interessiert, der kommt auch an unseren Stand. Da haben wir noch ein paar davon. Etwa 70 Meter dahinter geradeaus raus. Und dann müssen wir sehen, dass wir zusammengefasst all das einhalten, wenn wir nicht die Netzhaut gefährden wollen. Und damit bin ich auch schon am Ende meines wunderbaren Vortrages. Ich musste ein bisschen durchhoppeln, weil ich am Anfang 10 Minuten verloren hatte durch meinen abgestürzten Rechner. Sebastian, so ist das, ne? Ja, Respekt. Gib bitte einen Applaus schon mal für Sven hier, für diese Einführung und seine Impulse. Du bleibst ja gleich noch mit dabei. Jetzt machen wir einmal quasi den Switch, die Anke kommt. Ich würde gerne Anke zusammen mit Herbert, mit Horst und mit Fabian auf die Bühne Das ist ein Ausblick, den hattest du jetzt noch, aber wir machen erstmal mit Anke weiter, die ihren Impuls erstmal mit den Folien gibt und dann kommt ihr danach, wenn sie durch ist, alle wieder auf die Bühne. Ach so, ich dachte, wir sitzen alle hier, damit es schöner für sie ist. Wir fokussieren uns auf ihre Folien. Alles und dann, klar. genau, gib mal den Applaus für Anke Schierenbeck von Vision 2. Dann machen wir das so. Hello. Hello. Jetzt stehe ich doch alleine auf der Bühne. Ich wollte es nicht, Sven, aber es passt schon so. Ich kann ja bei dir bleiben. Passt schon. Ja, bleib bei mir, das finde ich gut. So müsste ich nämlich eigentlich hier rumlaufen auf dieser Messe. Ich bin ein bisschen dunkler als du, Laserschutzklasse 3. Dieser wunderschönen Brille. Blöderweise sieht man dann nicht mehr viel, deswegen kann ich das jetzt, ich nehme es jetzt wieder ab. Ja, die Orange ist vielleicht ein bisschen besser. Aber das ist, by the way, die Schutzklassifizierung, die unsere Betriebsärztin, als sie dann nach meiner Verunfallung
mal bei uns war in der Werkstatt, das solltet ihr eigentlich tragen. Und das solltet ihr eigentlich auch tragen, wenn man hier über so eine Messe läuft, weil auch hier habe ich leider wieder viele Beispiele gesehen, wie man es nicht macht. Deswegen, Alltagsbrille, dann jetzt diese. Nee, geht so, danke. Alltagsbrille ist jetzt die zumindest so ein bisschen Filterfunktion hat und anders will ich mich auf solchen Veranstaltungen auch gar nicht mehr bewegen. So, ich glaube, ich habe gelernt, ich muss hier einfach nur klicken. Ich versuch's mal. Nee? Ja, da. Da? Ja. Und was? Ja. Schön. Das ist schön. So sieht eine Netzhaut aus. So sieht eine Netzhaut eigentlich aus. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch mit Netzhäuten schon mal beschäftigt habt, aber so müsste sie aussehen. Das ist so ungefähr die Vorlage. Ich arbeite seit 17 Jahren in der Beleuchtungstechnik, vorrangig im Vertrieb, aber auch als Operatorin und habe immer wieder mit Lampen zu tun, LED-Lampen, alten Lampen. Früher waren Lampen noch heiß, die hat man angefasst und dann hat man sich die Finger verbrannt und dann dachte man, oh, das könnte auch woanders wehtun. Dann ist es irgendwann so, wann 2010 in die LED, so langsam ist die LED oder ein bisschen früher sogar, 2005 oder so ist die LED langsam in die Bühnentechnik gegangen. Die fässt man an, die sind kalt und denkt sich, ja, okay, gut. Also der psychologische Effekt von LEDs ist kein großer, weil man denkt sich erstmal, da ist nichts los. So habe ich übrigens auch in den vielen Jahren, in der ich in dieser Branche arbeite, sämtliche Vorträge, wie du sie beispielsweise hältst, mit einem Lächeln weggelächelt, haben gesagt, genau. Was interessiert es mich denn? So. Ich wurde eines Besseren belehrt und darüber berichte ich euch kurz. Meine Aufgabe im Vertrieb ist es, regelmäßig Leuchten vorzuführen bei Kunden in, sag ich mal, ungewöhnlicheren Setups, nicht wie hier, dass jetzt eine Bühne vernünftig eingerichtet ist, sondern man stellt Scheinwerfer irgendwo hin, leuchtet Operafolien an, vergleicht sie etc. pp. Das habe ich auch gemacht, das gehört zu uns im Vertrieb, es ist der Daily Business. Und so wie jetzt hier vorne beispielsweise so 2-3 Meter von der Bühne entfernt, hier stehen Scheinwerfer vorne auf der Bühnenkante, bums, einer hat einen falschen Knopf gedrückt. Ein Scheinwerfer ist direkt into my face. Und da habe ich schon gemerkt, wir kennen das in der Lichttechnik. Man ist mal geblendet, man hat diesen merkwürdigen Blendungsfleck für einen längeren Zeitraum auch mal auf den Augen. Oder dieses Nachleuchten, ne? So dieses ja, das dauert mal ein Stündchen oder 2 Stündchen oder so. Und da habe ich schon gemerkt, ups, es hat sich anders angefühlt. Also eigentlich ist das schon schlimm, dass ich das erzähle. Für uns in der Lichttechnik ist es normal, dass wir diese Flecken öfter und länger mal haben. Ja, das war das, was passiert ist. Ich habe versucht, visuell darzustellen, was mir nach dieser Blendung widerfahren ist. Ich bin also von diesem Shootout, nennen wir das ja bei uns, im wahrsten Sinne des Wortes war das ein Shootout, dann losgefahren mit dem Auto von einer Messe zur nächsten. Es gehört ja nun mal dazu. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, dieser normale Blendungsfleck, den man so hat, der verschwindet dann nach 1-2 Stündchen. Das hat sich aber nach 1-2 Stündchen in die andere Richtung entwickelt und sah dann ungefähr so aus. Also ich hatte einen hässlichen, immer größer werdenden braunen Fleck mitten im Sichtfeld. Und wenn ihr das noch einmal vergleichen wollt, normale Netzhaut rechts, erster OCT-Scan nach dem Unfall. Das war nach Tag 6. Ja, ihr müsst euch vorstellen, dieser Sichtfehler, der entwickelt sich, der ist nicht sofort da. Ich habe ja ganz normal gesehen, direkt nachdem das passiert ist, ganz normal gesehen. Und dann hat sich nach Stunden das in eine komische Richtung entwickelt und da jetzt einmal nach der Verunfallung an Tag 6 sah das dann ungefähr so aus. Ihr seht hier monströs große Wassereinlagerungen zu vergleichen mit Sonnenbrand auf der Haut. Genau. Also thermische Gefährdung, es ist eine Brandblase oder es sind mehrere Brandblasen. Einmal richtig unter dem, ich habe schöne Worte gelernt,
Pigmentepithel, so gibt es tolle Worte, die man, wenn man so verunfallt, lernt. Pigmentepithel, also diese riesigen Brandblasen, die da unter der Netzhaut liegen, die Netzhaut unten abgelöst haben. Und hier auf der rechten Seite könnt ihr noch so Seitenauswirkungen, das ist jetzt nicht der ganze Scan hier, könnt ihr sehen, also über eine breite Fläche hat sich das weiter ausgebildet. Schockerfotos, Tag 14. Da habe ich dann schon glücklicherweise eine Verbesserung wahrgenommen. Aber ihr müsst euch vorstellen, die Ärzte, mit denen ich in den Zeiträumen gesprochen habe, also erst Augenarzt, ach so, ja, eine Verunfallung, Arbeitsunfall melden, das ist noch ein ganz anderes Thema, da könnte ich einen separaten Vortrag für halten, was man da alles falsch machen kann. Ja, ist so. Genau, da empfehle ich auch wieder die Kollegen bei uns auf dem Stand. Richtig. Genau, und die Ärzte, mit denen ich in der Zeit gesprochen habe, konnten mir nicht sagen, was passiert mit meinen Netzhäuten da. Lösen die sich? Werden sie erblinden, Frau Schirmbeck? Man weiß es nicht. Also, ich war arbeitsunfähig und zwar vollständig. Ich konnte nicht gucken, ich konnte logischerweise nicht, also ich wusste ja gar nicht, was mit mir passiert. Also es war eine psychisch nicht zu unterschätzende Situation, weil völlig unklar ist, sind meine Netzhäute, und viele fragen immer, wie geht's deinem Auge? Nein, es waren beide Augen, sind beide Augen vollumfänglich geschädigt, dass ich wirklich meinen Job gar nicht mehr ausführen konnte. Und jetzt denkt man sich, ja gut, wird schon irgendwie. Keiner der Ärzte wollte eine Prognose stellen, denn die Verletzung, die dort stattgefunden hat, ist vergleichbar, hat meine Augenärztin UKE Eppendorf dann mitgeteilt, ist vergleichbar mit einer Schädigung, ungeschützt bei einer Sonnenfinsternis in die Sonne zu gucken. Das ist das einzige Mal, dass sie so eine Schädigung gesehen hat. Wir sprechen von LED-Scheinwerfern, kleinerer Klasse, irgendwie so 100 Watt, die diese Schädigung verursacht haben. Wobei ich dazu immer fairerweise sagen muss, viel Mist, ne? Ja. Also ich arbeite sehr lange in der Beleuchtungstechnik, ich habe schon in sehr viele Scheinwerfer reingeguckt. Who knows, welche Vorschädigungen da bereits vorhanden waren und war das vielleicht einfach nur noch die Spitze des Eisbergs. 2 Monate später, möchte einmal noch mal kurz zurückschalten, guckt euch mal wirklich diese Brandblasen an, die sich hier entwickeln. 14 Tage, 2 Monate. Also ich habe wieder eine Verschlechterung gehabt nach 2 Monaten. Und da macht man sich dann wirklich Gedanken und denkt sich, fuck, was passiert hier mit mir? Werde ich überhaupt wieder arbeiten können? Und ja, ich spreche die ganze Zeit von Arbeit, also ich spreche von der Erblindung. Werde ich erblinden? Ja. Keiner wusste das, keiner wollte da irgendwas zu sagen. Und mir wurde von vornherein schon gesagt, eine Netzhautverletzung dieser Art, wenn sie überhaupt verheilen kann oder wenn sie überhaupt verheilt, kann man erst einen, ich sag mal, Heilungszustand, einen verheilten Zustand voraussagen nach frühestens 8 Monaten. Dachte ich, habe ich noch viel Zeit zu warten. Und das hat nicht besonders viel Spaß gemacht, könnt ihr euch vorstellen. Ich fliege durch, das haben wir gerade schon einmal kurz thematisiert. Das gehe ich rüber. 3 Monate später seht ihr auch, diese Brandblasen haben sich noch lange nicht wegentwickelt. Ich habe immer noch eine Sichtschädigung gehabt und es haben sich merkwürdige Knicks in der Optik entwickelt. Ich konnte Schriften zwar wieder lesen und Beispiel ProLight & Sound, rechte Seite Aufbau, so links, was normale Menschen sehen, rechts, was ich gesehen habe. Also alles, wo ich reingeguckt habe, es war einfach maximal überstrahlt und überblendet. Und ja, so nach 6 Monaten habe ich mich dann auch mal wieder auf die ersten Veranstaltungen getraut. Das kommt ja noch dazu. Das hat ja auch den Effekt, dass man so einen Abstand zu dieser Branche nimmt und denkt, ich traue mich da nicht mehr hin, das ist mir alles zu viel. Und ja, auch da könnt ihr sehen, immer noch Probleme im Sichtfeld. Meine Netzhäute, rechte Seite, ist immer noch eine große Brandblase drunter gewesen. Also ich habe auf einem Auge eine wesentlich größere Schädigung gehabt. 7 Monate später
immer noch da das rechte Auge, das Problemauge. Seht ihr hier so Blubberblasen, es ist leider in der Projektion nicht so gut zu erkennen, die sich auf der Rückseite gebildet haben, die Narbenbildung darstellen könnten, aber niemand konnte was Genaueres dazu sagen. Und ich fliege ich fliege da jetzt durch, weil das so eine krass lange Zeit ist, mit dem, wo ich damit schon zu kämpfen habe. Aber ihr seht, es ist eine Verbesserung. Ich habe schon wieder nur grüne, schöne Flächen auf der Netzhaut, die einigermaßen so aussehen, wie sie aussehen sollen, aber nach wie vor Sichteinschränkungen. Dämmerungslicht ist schlechter, komische, merkwürdige Blitze, die irgendwie in meinem Sichtfeld erscheinen. Und auch da nochmal eine Verschlechterung nach bald 1,5 Jahren. Und wir sind jetzt hier. Dieses Bild ist von vor, ich glaube 3 Wochen ungefähr. Hier sieht man jetzt die endgültige Narbenbildung auf diesen kleinen Pixelfehlern, die so auf den Netzhäuten, auf dem Auge sind. Und ich freue mich darüber, dass ich ganz furchtbar kompetente Kollegen hier mitgebracht habe, die mit uns auch darüber sprechen, wie man sowas verhindern kann, was man machen kann, um andere Menschen, seine Mitmenschen davor zu schützen. Und wer introduced? Du? Ich brauche das gar nicht. Ich habe ein Mikro. Ja, danke erstmal, Anke, für deinen Bericht. Wir haben vor 2 Jahren da schon mal drüber gesprochen. Jetzt wollen wir die Zeit noch mal nutzen. Wir haben einen Herstellervertreter, Herbert Bernstedt, hier. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein Künstler und Freund. Mein lieber Horst, ehemaliger technischer Leitung der Jahrhunderthalle Bochum. Genau, setzt euch doch schon mal hin. Und Fabian Ohwing von der HAW Hamburg, Lichtlabor, mit dem ich schon seit Jahren zusammen rumbastel an diesem Thema. Und wir wollen jetzt diese letzten rund 10 Minuten, 12 Minuten noch nutzen, das Thema nochmal zu besprechen. Und ich würde gerne jetzt tatsächlich bei der Herstellerfraktion anfangen. Du hast den einen oder anderen Scheinwerfer ja vielleicht entdeckt, den ich manualmäßig kopiert habe. Und ihr gehört ja zu den Firmen, die sich wirklich Gedanken machen, wie bringe ich Informationen sinnvoll unter die Leute, sage ich mal vorsichtig. Ja, natürlich lesen wir uns die DIN-Normen durch und auch die TROIS und wollen natürlich sichere Geräte auf den Markt bringen. Die Problematik ist, dass momentan die Vorschriften, wie man so eine Lampe zu vermessen hat, für die Allgemeinbeleuchtung geschrieben worden sind. Und dann hangeln wir uns sozusagen an einer Verordnung entlang, wo wir in einen Abstand von 20 Zentimetern messen. Und das ist natürlich nicht die Realität, da die Bündelung unserer Scheinwerfer vielleicht erst in 15 Metern stattfindet, insbesondere bei so hochleistungseng abstrahlenden Winkeln. Und der nächste Punkt ist, dann nimmt man die nächste Verordnung, die zum Beispiel dann für Videobeamer geschrieben wurde. Und dann ist dann ein Mindestabstand von 1 Meter. Aber auch dort kommen wir nicht zum Ergebnis. Dann geben wir uns natürlich Mühe und involvieren dann zum Beispiel auch die Hochschulen. Ja. Also wir sind losgegangen zum TÜV. Könnt ihr uns das vermessen? Könnt ihr uns Daten geben? TÜV sagt, nee, können wir nicht. Dann sind wir zum VDE gegangen mit dem eigenen Messlabor. Die haben gesagt, ja, wir können diese Standardmessungen, die in der DIN sind, können wir machen. Dann kommen die und die Ergebnisse raus. Die helfen uns aber nicht richtig weiter. Dann sind wir zu HAW gegangen. Ja, und da würde ich einfach mal das Wort da weitergeben. Genau, wir haben dann tatsächlich auch Messgeräte dafür, die aber rein mechanisch für diese Energiemengen und Entfernungen auch schlichtweg nicht gemacht sind. Da kommen noch ganz viele andere Faktoren, da könnten wir uns stundenlang drüber unterhalten, wie man eigentlich korrekt misst. Das ist eine ganze eigene Vorlesung, wo man sich damit beschäftigen kann. Und da stoßen wir dann auch relativ schnell an Grenzen, was wir überhaupt messen können, was die Geräte überhaupt noch machen können. Oder, also auch dazu ein Beispiel für aktuelle Geräte, arbeiten auch wir jetzt gerade mit Schweißergläsern, die vor die Optiken der Messgeräte kommen, die wir jetzt gerade noch vermessen müssen, weil natürlich auch das Schweißerglas mit dem Spektrum, dementsprechend der Gewichtung und den Werten was macht. Und selbst dafür, um die Schweißergläser aufzuhängen, mussten wir Metallhalterungen fertigen, weil alles andere einfach thermisch ein Problem wird am Ende.
Gerade bei kurzen Distanzen und bei längeren Distanzen, um das vielleicht noch mal ganz kurz aufzugreifen, haben wir dann wieder das Problem, Messgeräte so präzise auszurichten. Da machen halt Winkel wirklich, wir rechnen da immer ein Millirad dann, können wir mit Sven auch viel drüber philosophieren. Das heißt, es sind wirklich minimalste Winkelveränderungen, die dann schon Probleme liefern oder aber die auch dafür sorgen, dass die Messergebnisse auf einmal ganz toll aussehen. Da sind wir wieder bei, wie mache ich mir die Netzhaut kaputt? Ich verändere einfach den Winkel minimal und dann ist mein Messwert eigentlich so optimal, dass das Gerät zu betrachten ist, wie ein Teelicht zu Hause. Ich greife jetzt noch mal ganz kurz ein in der Richtung, dass ich sage, es gibt natürlich ein ganzes Spektrum von Scheinwerfern. Also was ich jetzt eben im Sinn hatte, das war ein Hochleistungs- mit einer Laser-Phosphor-Engine, wo im Prinzip die scheinbare Lichtquelle extrem klein wird und damit die Abbildung auf der Netzhaut, sagen wir mal, sehr punktuell ist und damit eben auch eine extrem hohe Schädigung stattfindet. Aber wir haben ja auch ganz normale Scheinwerfer und im Prinzip auch das, was Anke passiert ist, diese Standardgeräte. Und da ist es natürlich so, dass wir zum Beispiel für unsere Mitarbeiter gesagt haben, wenn ihr Service macht und gerade beim Service sind, sagen wir mal, die Leute auch sehr nah am Scheinwerfer und da ist unsere Serviceleute müssen die natürlich auch mal in Betrieb nehmen und sie müssen dann auch leuchten und sie sind dann eben im Prinzip 20, 30 Zentimeter von der Lichtquelle entfernt. Und dafür haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen die und die Schutzbrille, die ihr dann aufsetzt. Wir haben dann zum Beispiel Graukeilbrillen ausgesucht, damit man sozusagen die Farbe noch einigermaßen versehen kann oder eben dann eben diese Gelblichtbrillen in der Richtung, womit eben die Blaulichtgefährdung weg ist, aber dann, sagen wir mal, einfach nur um die Helligkeit geht und nicht, sagen wir mal, um eine Farbbeurteilung geht. Genau. Wobei ich ganz kurz dazu noch ergänzen müsste, auch diese Problematik der Messtechnik betrifft jetzt nicht nur Hochleistungsscheinwerfer, sondern auch, übertrieben gesagt, Feldwald- und Wiesenscheinwerfer. Allgebrauchsscheinwerfer. Das ist schon, genau, Allgebrauchsscheinwerfer, das ist tatsächlich gar nicht unbedingt, das ist nochmal ein Sonderfall, da reden wir dann auch über Messabstände von 20 Metern oder so, damit wir unsere Messgeräte behalten, aber wir sprechen auch über normale Scheinwerfer. Ja, und oh Gott, wir haben so viel zu reden in 6 Minuten 19. Was natürlich auch problematisch ist, ist der Überraschungseffekt. So in einem Setup, wo ich einen Mitarbeiter schule und sage, du reparierst jetzt einen Scheinwerfer, das ist dein Arbeitsschutzgerät, das ist dein Arbeitsablauf, das ist halt das eine. Das andere ist ein Überraschungseffekt. Und auch ich, die so viel wie wir alle in der Beleuchtungstechnik arbeiten, ich vergesse auch in bestimmten Momenten diese Brille aufzusetzen. Ich laufe irgendwo lang, werde von der Seite irgendwo, ne, Pupille groß. In dem Setup war es natürlich auch dunkler Raum, Pupille groß, Bums rein. Da muss man sich überlegen, wie oft hat man das? Das hat man, ich achte natürlich vermehrt jetzt darauf in meinem Alltag und ich bin als gebrandmarktes Kind da natürlich sehr bewusst. Und trotzdem werde ich immer wieder von viel zu krassen Lichtquellen überrascht. Also das ist auch so eine Problematik, dieser Überraschungseffekt. Es geht auch um diese... Darf ich mal kurz zwischen all den Nerds versuchen, irgendwas Praktisches beizutragen? Weil das ist ganz kurios, weil in meiner Welt, wenn ich Kollegen treffe, bin ich der Nerd. Und bin auch so in diese Gruppe geraten. Also es ist so gewesen, dass ich diese Blue Light Hazard, das Thema kenne ich seit 2014 und habe das damals auch schon mit Sven mal besprochen. Da gab es noch keine Fälle. Dann habe ich von dem Unfall von Anke erfahren. Und als jemand, der Lichtpläne zeichnet, quasi dann dafür verantwortlich ist, wo die Lampe steht, die die Menschen anleuchtet, auf der Bühne oder im Publikum, habe ich gedacht, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich wissen möchte, was ich da mache. Und dann gab es so eine 2-jährige Exkursion, worüber ich mich mit Anke angefreundet hatte, der ich sehr dankbar bin, dass sie ihren Unfall so veröffentlicht hat und uns geholfen hat, irgendwie das alles auch in die Szene zu bringen, weil die Gefahren sind nicht nur theoretisch, sie sind real. Dunkelziffer, sorry so, Horst, Dunkelziffer ist krass hoch. Ich habe sofort über diesen Unfall gesprochen und habe ganz viele Leute aus der Lichttechnikbranche zu mir gekommen. Ja, ich habe hier so komische Streifen am Auge, ich habe dies, ich habe jenes. Irre. Und mir ging es aber darum zu sagen, ich bin derjenige, als jemand, der den Lichtplan zeichnet und den Kollegen sagt, den Fachkräften, stell die Lampe da vorne an die Bühnenvorderkante, damit leuchten wir in die. Dann geht es mir schon darum, die Szene ist verunsichert. Und die gute Nachricht ist, dass man für diesen Blue Light Hazard Fall mit dieser Methode der Bauart von Dr. Bauer
eine grobe Abschätzung treffen kann, wie schlimm ist es, was ich da mache. Und damit get to know your property. Ihr müsst wieder anfangen, Datenblätter zu lesen. Man kann mit einer sehr einfachen Berechnung auf der Basis von einer Excel-Tabelle oder ich habe mir noch keine gebaut, weil ich zu faul war. Das ist eine einfache Multiplikation von ein paar Faktoren. Man muss das einmal verstanden haben, weil sonst ist man schnell mal um Faktor 1000 daneben. Ja, das ist ja oft so in der Mathematik, ne? So mit den Einheiten. Habe ich im Selbstversuch ermittelt. Kommt vor. Da hat mir meine Tochter geholfen, die zum Glück Mathe-LK hat. Die hat dann gesagt, du musst einmal die Einheiten auflösen und dann habe ich plötzlich den Faktor 1000 gefunden, in einem Kilo versteckt. Und das Gute ist ja auch bei diesem Tool, dass man es eben nicht messen muss, sondern man kann es im Vorfeld schon machen, weil ich weiß ja aufgrund der Datenblätter in Abstand X habe ich so und so viel Lux, was mir der Hersteller sagt. Und darüber kann ich im Vorfeld das ja schon machen. Also macht euch damit vertraut. Mehrere Infos darüber gibt es auch wieder bei uns am Stand. Da gibt es demnächst auch ein Tool online, wo man das machen kann. Die traurige Nachricht ist nur ganz kurz vor, Entschuldigung, dass die thermische Gefährdung, die wir eben besprochen haben, damit nicht abgedeckt ist und die eher restriktiver ist. Und das ist ja auch das Problem, was bei dir ist. Ne? Ab 60 Candela pro Quadratmillimeter können wir thermische Zerstörung haben. Das hängt von diesem blöden kleinen Alpha ab. Ne? Und deswegen das erzählen wir euch nächstes Jahr. Genau. Deswegen müssen wir auch gucken, was macht das Auge. Und das würde ich jetzt gerne dir sozusagen das Ende geben. Was ist dieser Forschungsausblick, was wir jetzt an der HW mit machen wollen? Ja, also vielleicht noch eine kurze gute Nachricht. Ich schicke dir die Excel-Tabelle, du brauchst es nicht schauen. Genau, was ist der Forschungsausblick? Für uns ist es einmal gerade noch ein Faktor, diese Formel, die haben jetzt alle schon drüber gesprochen, es geht wirklich super, es ist sehr, sehr einfach, da Expositionszeiten zu berechnen. Wir sind aktuell erstmal noch dabei, dass Expositionszeiten sind jetzt schön, aber die sind für viele Menschen sehr schwer greifbar. Was heißt denn das jetzt, 5 Sekunden? 5 Sekunden ist ja nichts, wir sprechen jetzt hier schon 8 Minuten 30, aber wir gucken natürlich nicht 8 Minuten 30 vom selben Winkel in dieselbe Quelle. Das heißt, wir werden dort noch mit Eye-Tracking-Messungen massiv weiterarbeiten, plus wir wollen auch das Fernziel soll sein, einen Live-Messkopf zu haben, der uns auf einer Bühne die Gefährdung, zumindest erstmal für Blaulicht, thermisch ist noch eine andere Geschichte, ausgibt, ähnlich wie man das mit Lautstärkemessungen jetzt auch schon macht, sodass wir auch Richtungen abschätzen können auf der Bühne. Das sind die Ziele. Wir haben auch inzwischen neue Messköpfe für thermische Gefährdung. Da müssen wir uns aber auch nochmal mit diversen Leuten weiter auseinandersetzen. Das ist ein bisschen komplexer, weil wir da wieder umrechnen müssen. Aber da sind wir dran, weil das Thermische ist, wie gesagt, echt massiv. Und ja, ich hocke gerne in meinem Labor, ich bin auch gerne draußen. Und ich persönlich denke mir aber nur, wenn ich die Geräte dann mal so im Labor habe, Mensch, ich halte meine Kinder dann doch lieber in Reihe 12 als in Reihe 3 beim Konzert, so hier und da. Das ist schon nicht ganz ohne, womit wir da dealen. Und auch dafür haben wir für unsere Studis inzwischen in den Sicherheitsunterweisungen das ganze Thema auch mit drin. Ne? Also, ja, da würde ich noch ganz zum Schluss nochmal das Wort ergreifen, und zwar den Blick über den Tellerrand hinaus in der Richtung, wir haben ja auch Hochleistung oder wir gehen immer mit den Scheinwerfern immer weiter höher in der Leuchtdichte. Und das bedeutet aber auch, dass diese Gefährdung da ist. Und wie macht es dann zum Beispiel im Ausland, in den USA zum Beispiel, wenn wir dort unsere Hochleistungsscheinwerfer hinverkaufen, dann bedeutet das dort, dass dort jeder, der diesen Scheinwerfer durch die USA transportiert oder ihn in Betrieb nimmt, muss vorher eine Herstellerschulung durchlaufen haben, sonst darf er dieses Gerät nicht benutzen oder überhaupt gar nicht transportieren. Auch das Gerät wird vorher geprüft. Und das bedeutet also, wenn wir weiterhin immer höher, immer schneller und immer gefährlicher werden, müssen wir auch wer darf überhaupt mit diesen Geräten umgehen. Das ist auch nochmal ein Punkt, der, sagen wir mal, in der Zukunft kommen wird. Man hat vergessen, den Laserschutzbeauftragten, den gab es noch, aber den LED-Schutzbeauftragten, den gibt es noch nicht. Und es wäre eigentlich ganz schön, wenn es in die Richtung gehen könnte. Und wir müssen auch sagen, es ist nicht LED. Ne, im Moment ist LED das ungefährlichste von allen Lampen, aber schon gefährlich genug. Im Moment, die UAP sind gefährlich, die Laser-Engines sind auch gefährlich, ne, diese kleinen LED auch. Aber es ist nicht, also wir wollen nicht LED verteufeln, glaube ich. Ne? Also beziehungsweise man darf das andere nicht verharmlosen. Genau. Das ist, glaube ich, einfach wichtig. Man darf da nicht blauäugig gehen und sagen, ich nehme dann halt eine Ladungslampe, ist alles fein. Wir arbeiten weiter, wir sind irgendwie gefühlt immer wieder hier. Das Schlusswort hat Horst, würde ich sagen, als Bühnenältester. Ja,
bin eigentlich inzwischen so weit, dass ich sage, lasst uns in der Szene darüber reden, wie wir Licht machen. Dann zum Beispiel auch über solche Themen reden, warum wir jetzt hier oben auf dem Podium grün sind im Gesicht. Ob das so sein muss oder ob das auch anders geht. Das ist der nächste Slot. Schon mal selber gebrainstormt hier auf der Bühne. Ich komme mal hinter euch. Vielen, vielen Dank für das wichtige Thema auf der Bühne. Es wird von Jahr zu Jahr immer wieder hier thematisiert.